Jetzt wollen wir uns ansehen, wie das Zusammenführen und Verknüpfen von Scans funktioniert. Was macht das System dabei? Jeden Scan, den wir durchführen, überträgt es als eigenen Block ins CAD. Wenn wir also einen zweiten Scan in derselben Zeichnung durchführen, ist er exakt am ersten ausgerichtet, bildet aber einen eigenen Block, sodass wir im CAD erkennen können, welcher der erste Scan ist, welcher der zweite und so weiter. Sie sind sauber in Blöcke aufgeteilt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen neuen Scan hinzuzufügen. Die Schaltfläche dafür ist diese: Nächster Scan. Als erstes möchte ich Ihnen diese Funktion zeigen. Neuer Scan von derselben Stelle. Diese erlaubt uns, wie der Name schon sagt, einen separaten Scan durchzuführen, ohne das Gerät dabei zu bewegen. Was die Möglichkeiten betrifft, einen Standort mit dem nächsten zu verbinden, also eine Geräteposition mit einer anderen, um einen weiteren Bereich zu messen, so wie in unserem Fall, wo wir auch die andere Seite erfassen wollen, haben wir 4 Möglichkeiten. Diese sind mit einem Aufkleber. Die Verknüpfung erfolgt also über einen einzigen Aufkleber, also über einen einzigen Punkt, zusammen mit der darauf folgenden Wand, im Uhrzeigersinn nach dem Aufkleber verlaufend. Die Wand liefert uns die Ausrichtung des zweiten Scans im Verhältnis zum ersten. Oder wir können 2 Aufkleber verwenden. Und anhand der Position dieser beiden werden die beiden Scans ausgerichtet. Oder wir können, auf dieselbe Weise, statt Aufkleber zu verwenden, die automatisch erkannten Ecken nutzen. Bei den Ecken halte ich das Ergebnis für deutlich genauer, denn der Punkt wird durch den Schnittpunkt der beiden Wandlinien bestimmt. Es ist also ein sehr präziser Punkt. Außerdem habe ich bei den Ecken die Möglichkeit, zwischen der ersten und der zweiten Position auch die Höhe zu ändern. Denn da die Ecke senkrecht verläuft, kann ich sie weiter unten oder weiter oben anvisieren. Probieren wir nun diese Methoden aus. Die erste Methode setzt voraus, dass wir die Aufkleber anbringen. Bevor wir also in den Verbindungsmodus wechseln, den ich jetzt abbreche, müssen wir einige Aufkleber anbringen. Das Anbringen der Aufkleber funktioniert, wie wir kurz zuvor gesehen haben, genauso wie das Setzen der Notizen, nämlich mit dieser Schaltfläche, die uns die Position der georeferenzierten Notiz liefert, dem blauen Punkt. Wenn ich zum Beispiel einen Aufkleber genau dort anbringen wollte, wo sich gerade der Scanner befindet, dort oben, dann nehme ich ein Target, einen Aufkleber, es gibt aber auch ein Band mit einem schwarzen Punkt darauf. Und ich bringe dort ein Target an, einen Aufkleber. So arbeite ich sehr präzise. Zum Speichern drücke ich die Schaltfläche, die ich vorhin erwähnt habe. Das Gerät führt die Messung durch und dieses Mal gehe ich statt auf Notiz auf Aufkleber. Wenn ich möchte, kann ich auch ein Foto machen, um die Position festzuhalten. Gut, der Unterschied zu vorhin ist, dass der Punkt nun grün statt blau ist und die Beschriftung Sticker 1 erscheint, also Aufkleber 1. Ich kann so viele Aufkleber anbringen, wie ich möchte. Ich brauche sie vielleicht für Verknüpfungen mit einem Aufkleber oder mit 2 Aufklebern. Ich kann auch mehr als 2 für eine eventuelle spätere Verwendung anbringen. Selbst wenn ich morgen den Scan an dieser Stelle wieder aufnehmen möchte, bleiben die einmal angebrachten Aufkleber in meiner Datei gespeichert, in meiner Zeichnung, und ich kann sie erneut nutzen, um einen neuen Scan einzuhängen. Bringen wir in diesem Fall einen zweiten Aufkleber an. Ich speichere ihn so, wie wir es zuvor getan haben, also wieder über die Schaltfläche mit den blauen Punkten. Sie führt die Messung durch, aber ich speichere sie nicht als Notiz, sondern als Aufkleber. In meiner Zeichnung erscheint nun der neue Sticker 2. Versuchen wir jetzt, die Verbindung herzustellen. Wir drücken also auf Nächster Scan. Erste Methode: 1 Aufkleber und eine Wand. Es fordert mich auf, den Aufkleber auszuwählen. Ich kann diesen oder jenen wählen. Ich habe 2 in meiner Zeichnung, wählen wir also den ersten.
Der grüne Kreis wird rot, um anzuzeigen, dass ich ihn ausgewählt habe. Es ist der Aufkleber 1. Ich bestätige. Gut, auch hier in der Grafik erscheint der ausgewählte Aufkleber mit dem Symbol A in Rot, um anzuzeigen, dass er ausgewählt ist, während der andere grün bleibt. Gut, es werden mir einige Anweisungen angezeigt. Es heißt, dass ich den Scanner jetzt an die neue Position bewegen kann. Visiere den Aufkleber an und tippe auf die Schaltfläche Entfernung ermitteln. Ich muss eine Position wählen, von der aus ich sowohl die Punkte sehen kann, die mich interessieren, als auch die Aufkleber, die ich angebracht habe. Zweite Phase: Anvisieren des Aufklebers 1. Ich drehe also den Laser, dort ist er, bis ich beim Aufkleber 1 angelangt bin. Ich versuche, ihn so genau wie möglich anzuvisieren. Wir visieren den ersten Aufkleber an, wie geschehen, und drücken dann die Schaltfläche Entfernung ermitteln. In diesem Fall, da der Laser das Ziel ziemlich schräg trifft, kann die Messung etwas ungenau ausfallen. Ich kann mit einem kleinen Plättchen nachhelfen, um eine genauere Messung zu erhalten. Und danach misst es automatisch ein Stück Wand, um den ersten Scan am zweiten auszurichten. Im Gegensatz zu anderen Geräten, bei denen dieses erfasste Wandstück sehr klein ist und daher fehleranfälliger und weniger zuverlässig im topografischen Plan, erfasst das Gerät in diesem Fall das größtmögliche Wandstück, bis es einen Punkt außerhalb der Geraden findet, also an der Ecke. Sehen Sie, es hat die neue Ecke erkannt. Also hat es gemeldet, dass die Wand, an der ich mich ausrichten soll, zu Ende ist. Und an dieser Stelle hat es den neuen Punktescan exakt über den vorherigen gelegt. Wenn uns gefällt, wie die Ausrichtung gelungen ist, nehmen wir sie an. Wenn sie uns nicht gefällt, brechen wir sie ab. Um nun auch die anderen Methoden zu prüfen und auszuprobieren, brechen wir sie ab, obwohl die Ausrichtung perfekt gelungen ist. Wir brechen also diese Methode ab und starten einen neuen Scan, dieses Mal mit der zweiten Methode, also 2 Aufklebern. Wir aktivieren also diese Methode und folgen den Anweisungen. In unserem Fall hilft uns dabei auch das Gerät, die App, denn da wir zuvor nur 2 Aufkleber erstellt haben, hat sie bereits erkannt, welche 2 Aufkleber verwendet werden müssen. Tatsächlich heißt es, vorhandene Aufkleber wurden automatisch ausgewählt. Hätten wir zuvor nicht 2 Aufkleber angebracht, sondern 3, 4 oder 5, dann müssten wir sie selbst nach Belieben auswählen, so wie wir es im vorherigen Fall mit dem einzelnen Aufkleber getan haben. Nun gut, jetzt hat es bereits beide ausgewählt. Es zeigt uns, welcher der Aufkleber A und welcher der Aufkleber B in unserer Zeichnung ist. Es teilt uns mit, dass wir den Scanner bewegen können, aber wir hatten den Scanner bereits an die neue Position bewegt. Und es sagt, visiere den Aufkleber 1 an, also den Aufkleber A. Wir bewegen also den Laserzeiger, bis wir den ersten Aufkleber wiederfinden. Und in diesem Fall heißt es, tippe auf Entfernung ermitteln, um die Position dieses Aufklebers zu erfassen. Und auch in diesem Fall, da die Anvisierung sehr schräg ist es besser, ein kleines Plättchen anzulegen, um die Erfassung der Entfernung an der richtigen Stelle sicherzustellen. Sehen Sie, das Gerät führt die Messung durch. Automatisch positioniert es sich auf den zweiten Aufkleber. Es erkennt die Position teilweise, aber wir müssen die Anvisierung selbst noch verbessern. Indem wir also Schritt für Schritt vorgehen, bringen wir es exakt an die richtige Stelle.
Anschließend, wie es uns vorgeschlagen wird, zielen Sie so nah wie möglich an den Aufkleber 2 und dann tippen Sie auf Entfernung ermitteln. Wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, besteht das Problem mit den Aufklebern genau darin. Der Schritt ist diskret und festgelegt. Die Bewegung ist nicht stufenlos, sodass ich mich nur knapp hinter oder knapp vor dem Punkt positionieren könnte, also könnte ich etwas ungenauer sein, besonders wenn der Aufkleber sehr weit entfernt ist. In diesem Fall sind wir nah dran, sodass es uns mehr oder weniger gelingt, auch den zweiten Aufkleber perfekt zu zentrieren. Wir drücken also auf Entfernung ermitteln. Und an dieser Stelle teilt uns der Scanner mit, dass die Ausrichtung abgeschlossen ist und der Scan zur Kontrolle weiterläuft. Das heißt, es hat die Ausrichtung vorgenommen und misst weiter, damit wir das Ergebnis der Verbindung auch visuell bestätigen können. Und wie wir sehen, liegen wir exakt auf derselben Linie. Jetzt könnten wir diese Ausrichtung annehmen und mit unserem Scan fortfahren, oder wir brechen sie, wie zuvor, diese Ausrichtung ab, um die anderen Funktionen auszuprobieren. Wir kehren also in die Ausgangsphase zurück und drücken dieses Mal auf Nächster Scan. Tun Scene, sein. Probieren aber die Funktion 1 Ecke und Wand aus, wie im Bild zu sehen ist. So bestimmen wir eine Ecke als Verbindungspunkt zwischen den beiden Scans und eine Gerade als Referenz. Legen wir los. Wählen Sie eine Ecke und drücken Sie auf Bestätigen. Verfügbare Punkte zur Auswahl 7. Das heißt, es hat 7 gültige Ecken in der Zeichnung gefunden. Wir erkennen sie an diesen hellblauen Punkten, nicht wahr? Hellblau gefärbte Punkte. Gut, wählen wir eine nach unserem Geschmack. Zum Beispiel diese. Wir bestätigen. Und nun gibt es uns Anweisungen. Bewegen Sie den Scanner. Wir hatten ihn bereits bewegt. Und zielen Sie vor die Ecke. Nicht auf die Ecke, sondern vor die Ecke, denn es muss die Ecke über das Erkennen von 2 Linien bestimmen. Drücken Sie nun auf Entfernung ermitteln, wie es uns angezeigt wird. Alles wird erklärt. Entfernung ermitteln. Und der 2D-Scanner beginnt, die Wand links von der Ecke zu messen. Sobald er auch die gesamte zweite Wand gemessen hat, schließt er die Verbindung der Scans ab. Wenn ich finde, dass es zu langsam geht, kann ich den Schritt erhöhen. Jetzt hat er die Ecke bereits erkannt, will aber ein möglichst großes Stück der zweiten Wandseite erfassen. Also scannt er die ganze Wand, bis er einen Punkt außerhalb der Geraden findet. Sobald er fertig ist, hat er die gesamte Geometrie erfasst und die Verbindung hergestellt. Er hat sich an der Wand ausgerichtet und so bin ich bereit, den Scan an dieser neuen Position fortzusetzen. Und auch in diesem Fall können wir den Scan annehmen oder abbrechen. Die vierte Möglichkeit, die Scans zu verbinden, ist die mit 2 Ecken. Das heißt, das Gerät erkennt zur Verbindung 2 Ecken unserer Wände. Wir aktivieren sie also und folgen wie gewohnt den Anweisungen. Zuerst werden wir aufgefordert zu wählen, welche Ecken wir für die Verbindung nutzen wollen. Es erkennt in der Zeichnung alle guten Ecken, die es findet, und markiert sie für uns mit hellblauen Punkten. Aus diesen können wir beliebige auswählen. Für eine zuverlässige Erfassung ist es natürlich besser, Punkte zu wählen, die weit voneinander entfernt liegen, aber nicht genau gegenüberliegend zum Scanner. In unserem Fall könnten wir also diesen Punkt wählen. Der Punkt ändert sich und erhält den Buchstaben A. Wir bestätigen ihn. Es fordert uns auf, den Punkt B zu wählen, und wir nehmen diesen anderen. Ich habe also die Punkte A und B festgelegt, die ich verwenden werde. Die Ecken A und B, die wir für die Verbindung nutzen, und wir bestätigen. An dieser Stelle teilt es uns mit, dass wir den Scanner bewegen können.
Wir hatten ihn bereits positioniert und links vom ersten Punkt der Ecke A zielen sollen. Wir bewegen also den Zeiger, bis der Laser vor der Ecke steht, die uns interessiert. Und dann fordert es uns auf, die Schaltfläche Entfernung ermitteln zu drücken. Wir drücken sie und der Scan beginnt. Sehen Sie, schon an dieser Stelle meldet es mir, dass es die Ecke erkannt hat, sodass ich auch auf OK tippen und den Scan abbrechen könnte. Und automatisch wandert es dorthin, wo sich die zweite Ecke befindet. Ich kann die Position verbessern oder, wenn sie mir dort passt, wo sie gesetzt wurde, drücke ich erneut Entfernung ermitteln und es scannt die Wände in der Nähe der zweiten Ecke. Wir erhöhen den Schritt ein wenig. Sehen Sie, auch in diesem Fall hat es die zweite Ecke erkannt. Ich kann den Scan abbrechen. Okay. An dieser Stelle meldet es mir also, dass es sich am alten Scan ausgerichtet hat. Ich kann überprüfen, ob die Punkte tatsächlich auf den alten Linien liegen. Und in diesem Fall passt es perfekt. Also nehme ich diese Ausrichtung an. Sobald ich die Ausrichtung angenommen habe, liegt jeder Punkt, den ich messe, exakt im selben Bezugssystem wie der vorherige. Zum Beispiel kann ich den Scan dieses Bereichs fortsetzen, der mir noch gefehlt hat. Ich setze den Scan also mit Auto fort, erhöhe auch den Schritt, weil es nah ist, sodass ich den Scan beschleunigen kann, also den Scan-Schritt, und es zeichnet den bereits gescannten Teil neu. Und zusätzlich misst es auch die Bereiche, die ich zuvor nicht erfasst hatte. Sehen Sie, wenn es fertig ist, höre ich auf. Eine Bemerkung, die wir machen können, ist, dass ich zum Beispiel die Punkte in diesem Fall in diesem Bereich sehr weit auseinandergesetzt hatte. Ich kann den Scanner jederzeit wieder in einen Bereich bringen, dessen Scan mir nicht gefällt, und ihn wiederholen. Mit mehr Punkten. Wenn wir also einen Bereich verbessern müssen, was tun wir dann? Wir bewegen den Zeiger dorthin, wo es uns interessiert. Wir können das auch über die Grafik tun. Wir geben hier also den Punkt an und drücken auf Go. Der Scanner bewegt sich in den Bereich, den wir in der Grafik angegeben haben. Und dann stellen wir den Schritt ein, der uns gefällt. Zum Beispiel Schritt 4 in diesem Fall. Okay? Und wir starten den Scan erneut. Und da ist auch die abgerundete Ecke. Perfekt. Und so haben wir die Bereiche ergänzt, die wir vom ersten Standort aus nicht erfasst hatten.